Eichenholz spalten und Mörtel nach einem ganz besonderen Rezept anrühren. Wenn Lutz Kuhl aus Annweiler eine Krippe baut, arbeitet er mit den unterschiedlichsten Werkstoffen. Als Krippenbaumeister ist er ein bisschen von allem: Zimmermann und Dachdecker, Maurer und Maler. Lutz Kuhl kann alles, was man braucht, um ein Haus zu bauen. Ein Haus in Miniatur, eine Weihnachtskrippe. Bis Maria und Josef hier aber Unterschlupf finden, dauert es seine Zeit. Dutzende Arbeitsschritte sind nötig, bis die aufwendig gestaltete Krippe unter dem Weihnachtsbaum ihren Platz finden kann. Den müssen wir noch zuschneiden. Auf die Grundplatte von 70 x 50 cm baut Lutz Kuhl eine zweite Ebene. Dazu reißen wir das ein bisschen an. Für den Unterbau der Krippe wird Sperrholz verwendet. Der Krippenbauer markiert eine geschwungene Linie, weil das später schöner wirkt als eine gerade. Mit der Stichsäge schneidet er dann die Sperrholzplatte zu. So, das ist die zweite Ebene. Dann kommt die dritte Ebene. Nun, die erste Ebene, die Grundplatte. Da wird die Landschaft drauf gebaut. Die zweite Ebene ist ungefähr so erhöht. Ja? Und die dritte Ebene kommt nochmal ein Stück höher, wo das Haus drauf steht. Jetzt unterbauen wir die zweite Ebene mit einer Klötze. Die werden verleimt und geschraubt. Stabil muss die Krippe sein. Das ist der Anspruch des Krippenbaumeisters. 100 Jahre sollte sie schon halten. Wir haben die Bodenplatte fertig, die zweite Ebene fertig, die dritte Ebene ist fertig. Jetzt kommen wir zum Korpus der Krippe. Bevor wir jetzt die Materialien zuschneiden, müssen wir bei der Mauer vom Haus die Tür und die Fenster aufzeichnen. Dazu brauche ich eine Figur. Wir bauen unsere Krippe nach einer Figurengröße von 12 cm. Ja, dazu benutzen wir einen Krippenmeter. Zum Beispiel, wenn eine Tür im Original 2 Meter groß ist, dann ist sie bei einer Figur von 12 cm 14,1 cm. Und so führt sich das fort beim Stuhl, beim Tisch oder beim Fenstersims, auch die Türbreite. Und jetzt zeichnen wir die Tür und die Fenster auf. Auf der Dämmplatte, die später einmal zu einer Hauswand wird. Die Maße entsprechen dem Größenverhältnis, das der Krippenmeter für eine Figur von 12 cm vorgibt. Dämmplatten lassen sich gut bearbeiten. Der Krippenbaumeister schneidet daraus die Wände für den Korpus zu. Hauswände sowie Rück- und Seitenwand für den Stall. So, jetzt schneiden wir die Fenster, die Türe aus. Das machen wir an der Dekupiersäge. Die Dekupiersäge funktioniert wie eine Art elektrischer Laubsäge. Das Ausschneiden der Fenster und Türen für die Krippe geht damit ganz schnell. So, jetzt machen wir das Teil raus, das wir geschnitten haben. Und fertigen nun das Innenfutter von der Tür. Den Türrahmen also.
Der wird aus Eichenleisten gefertigt, die Lutz Kuhl vorher zugeschnitten hat. Ich mich setze. Das ist ganz normaler Holzleim, Weißleim, wasserfest. Damit sich die Teile fest miteinander verbinden, müssen sie sorgfältig zusammengefügt werden. So, dazu brauchen wir 2 kleine Schraubzwinge. Jetzt brauchen wir eine Fensterbank. Dann nehmen wir wieder Altholz. Ja, das sieht zum Beispiel gar nicht schlecht aus. Dann schneiden wir das hier weg. Das können wir ganz grob machen. Machen wir schnell auf die Kubiersäge. Rums die Bums. Jetzt leimen wir das zusammen. Genau wie wir das vorhin mit der Tür gemacht haben. So machen wir das jetzt auch hier. Dann nehmen wir jetzt Heißkleber. Das halbfertige Fenster kann Lutz Kuhl probeweise gleich mal in die Wand einfügen. Das wäre jetzt mal der Rahmen. Und was Sie hier sehen, das findet man am 1. Januar morgens auf den Plätzen, wo gefeiert wird. Da liegen dann Hunderte von diesen Raketenstangen. Die sammle ich dann ein und die brauche ich nicht zu bearbeiten. Die habe ich so, wie ich sie brauche, fix und fertig. Praktisch. Aus den Raketenstangen fertigt der Krippenbauer das Fensterkreuz. Er muss sie nur noch mit der Japansäge ablängen. Jetzt kommt noch das Fensterkreuz. Es soll nicht 100% genau sein. Das ist ja in der freien Natur auch nicht. Ne? Wenn man so die alten Häuser sich anschaut, da ist doch schon mal ein Fenster schief eingebaut oder mit den Jahren, wo sich die Balken verzogen haben, dass das nicht mehr so ganz gerade ist. Das Miniaturfenster für die Krippe ist fertig. Sieht ganz schön alt aus, wie gewünscht. Jetzt schneiden wir als nächstes das Türblatt zu. Dafür benutzen wir eine alte Schindel. Ja, das ist ein ganz besonderes Stück Holz. Da braucht man nichts mehr dran zu arbeiten. Keine Beize, gar nichts. Das wird so, wie es ist, wie es in der Natur vorkommt. Schöner geht fast nicht. Die Teile des Rahmens sind inzwischen fest miteinander verbunden. Jetzt gehen wir ans Türblatt. Da kommen Scharniere dran. So, die Scharniere mache ich auch selbst. Die habe ich selbst angefertigt. Ich schneide hier aus einer Blechdose einen schmalen Streifen. Dann nehme ich eine Kombizange und lege den Nagel hier hin und rolle das Blech um den Nagel herum. Und so entsteht das Scharnier. Und mit diesem Nagel, den verwende ich dann im Rahmen. Dazu schneide ich den Kopf ab. Biege den Nagel hier. Einmal um. Und so habe ich mein Scharnier. Das kleben wir jetzt auf. Dazu brauche ich die Köpfe von den Nägeln und einmal den Sekundenkleber.
Materialien, die Lutz Kuhl verwendet, sind fast alle recycelt. Was für andere Abfall ist, ist für den Krippenbauer ein Geschenk. Er sammelt und sortiert und verwendet fast alles irgendwann weiter. So, unsere Tür. Jetzt haben wir es. Die ist jetzt voll funktionsfähig. Auf, zu. Jetzt kleben wir die Türen und die Fenster ein. Schon als Kind habe ich Modelleisenbahn und später habe ich ganz viel für meine Kinder Spielsachen gemacht. So hat es auch angefangen mit der Krippe. Ich musste also für meine Kinder eine Krippe bauen. Und dann haben die Freunde und die Bekannten haben das gesehen, haben sich auch eine Krippe gewünscht. Und irgendwann hat meine Frau gesagt, naja, da kannst du ja auf den Markt gehen, kannst dich da präsentieren. Und so kam ich dann irgendwann zum Krippenbauen. Und 2012 bin ich dann nach Glüsserath an der Mosel. Da gibt es einen Krippenbauverein und habe dort meinen Krippenbaumeister gemacht. In der Regel wird ein Krippenbau nur geleimt und genagelt oder geschraubt. Und nur wenn es besonders schnell gehen muss, benutzt man Heißkleber, weil das dann sofort fixiert ist. Beim Korpus geht Lutz Kuhl auf Nummer sicher. Er leimt und verschraubt die Teile für das Haus. Doppelt hält eben besser. Seine Krippen sollen schließlich Generationen überdauern. Dem Fenster fehlt noch eine Kleinigkeit, aber die hat's in sich. Jetzt machen wir da Scheiben rein. Eine Glasscheibe, eine echte Glasscheibe. Da wird eine Folie drum gewickelt. Dann machen wir eine Verbundglasscheibe daraus. So wie am Auto, wenn die Scheibe springt, dann ist die Scheibe immer noch ganz. Und jetzt kommt der berühmte Moment. Wir verpassen der Scheibe einen Sprung. Rums. Und so sieht es aus. Und genau das kleben wir jetzt da drauf. Raffiniert. Die neu gebaute Krippe soll schließlich so aussehen, als hätte sie schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel. Jetzt machen wir die Blenden dran an den Fenstern, an den Türen. Da brauchen wir wieder Altholz. Wenn ich neues Holz nehme und dann muss ich das Holz bearbeiten, ich muss es beizen und muss es auf alt machen. Und wenn ich altes Holz nehme, da brauche ich nichts mehr zu machen. Das ist jetzt, das sieht alt aus. Da muss ich nicht nochmal mit Beize ran. Ja? Jetzt fügen wir das Ganze zusammen. Der Korpus der Krippe nimmt Form an. Die zugeschnittene Dämmplatte bildet die Rückwand von Haus und Stall. Fehlt noch die Decke. Auch die ist wieder ein besonderes Stück. Das ist eine Rückwand von einem alten Schrank. Wenn Sperrmüll ist und ich fahre da dran vorbei und sehe sowas, halte ich an, nehme es mit, kostet nichts, ist immer gut zu verarbeiten. Das Licht für den Innenraum, das muss ich kaufen, das ist also fix und fertig. Wird hier einfach reingedrückt, Kabel ist dran, kommt später dann eine Birne rein. So, das passt. Aus Gips hat der Krippenbauer die Mauer für die Rückwand des Stalls gegossen. Die habe ich auch selbst hergestellt. Mein Schwiegersohn, der ist Zahntechniker und der hat mir dafür eine Form angefertigt aus Silikon, in der ich das alles gießen kann. Gute Verbindungen sind für den Meister Gold wert.
Jetzt muss die Dämmplatte für die Stallrückwand dran glauben. Mit einem Stechbeitel entfernt Lutz Kuhl einen Teil davon, damit er die Gipsplatte tiefer legen kann, der Optik wegen. So, wir haben hier einen Teil der Dämmplatte herausgeschnitten und die Mauer hier eingepasst, damit es einen schönen Übergang gibt. Jetzt kann man so langsam erkennen, was es gibt. Wir haben also bisher an Material verarbeitet: Dämmplatte, Gips, Möbelrückwand, Sperrholz, Altholz. Das Einzige, was bis jetzt gekauft werden musste, ist die Fassung für das Licht. Alles andere findet man beim Sperrmüll oder auch manchmal zu Hause auf dem Speicher. Man muss eben nur nachschauen. Als nächstes braucht der Krippenbauer viele Hölzchen und Stöckchen. Und die hat er sich schon mal zurechtgeschnitten. Wenn unsere Materialliste stimmt, dann müsste alles da sein. Schauen wir mal. Jetzt kommt der Dachboden. Die Streben werden später den Dachboden tragen. So alle 3-4 cm Abstand. So, das kann man auch fest machen. Da liegen die Dachsparre drauf dann, wie beim richtigen Haus. Ein Krippebauer, der ist Maurer, der ist Gipser, der ist Zimmermann, der ist Dachdecker. Alles, was man braucht für Hauszubau. Ja, was wir da haben. Jetzt wird der Dachboden gebaut. Ja, Klappkritze. Mit einer Gärungsschere werden die Bretter angepasst, exakt im Winkel. Das nächste machen wir vorne hin. Das sieht etwas verwitterter aus, etwas älter. Die Teile der Krippe, die später sichtbar sind, sollen so wirken, als seien sie ein bisschen in die Jahre gekommen. Der nächste Arbeitsschritt ist ein Detail, aber wichtig. Das ist ein Abfalldraht. So, mit der Spitzzange machen wir hier vorne einen kleinen Haken. Das sieht so aus hier. Der kommt dann da rein. Die Laterne wird hier eingehängt. Der Haken kommt in die Mitte und jetzt müssen wir auch das Kabel gleich durchführen. Das lassen wir hier oben liegen und das wird verklebt, damit es sich nicht mehr wegbewegen kann. Jetzt kommt Farbe ins Spiel, Acrylfarbe. Als nächstes machen wir den Boden im Haus. Dazu verwende ich Trittschalldämmung, die man unter Laminat legt. Mit dem Bleistift hat er vorher Steine in das dünne Material geritzt. Trittschalldämmung lässt sich gut bearbeiten. Okay. Aus der Platte mit den imitierten Steinen wird der Boden für das Krippenhaus. Jetzt wird das Haus aufgeklebt. Das machen wir jetzt fest hier. Lutz Kuhl verleimt das Haus mit der dritten Ebene und verschraubt es anschließend fest mit der Platte. Der nächste Arbeitsschritt. Jetzt haben wir die Dachsparre zugeschnitten. Gucken wir mal, ob das passt.
wunderbar. Super. Das ist ein Satteldach. Typisch für die Alpen. Aus dem Rohbau soll nämlich später einmal eine alpenländische Krippe werden. Lutz Kuhl befestigt die verklebten Dachsparren zusätzlich mit Nägeln. Falls jemand wirklich mal die Krippe am Dach packt, dann hat er nicht gleich das Dach in der Hand. Den Schornstein hat der Krippenbauer aus Hartschaum gebaut. Ein paar Steine schauen hervor, so als ob der Putz abgebröckelt sei. Ich habe mir hier eine kleine Guillotine gebaut. Einfach 2 Flacheisen, ein Metzgermesser. Am Anfang geht es ein bisschen langsamer. Mit seiner Guillotine spaltet er die Schindeln für das Krippendach aus Eichenholz. Wenn man so 200 Schindeln braucht, dann ist es schon anstrengend. Eiche geht natürlich bei weitem schwerer, wie wenn ich Fichte oder Kiefer nehme. Aber Eiche hat auch die schönere Maserung. Das ist dem Krippenbaumeister natürlich wichtig. Das Dach wird aber erst später gedeckt. Vorher sind die Zimmererarbeiten dran. Aus den zugeschnittenen Dachlatten baut Lutz Kuhl die Unterkonstruktion für das Schindeldach. Die Latten werden auf den Dachsparren verklebt und darauf werden später die Schindeln verlegt. Um das komplette Dach zu bauen, benötigt der Krippenbaumeister einen ganzen Tag. Allein das Anbringen der Dachlatten ist schon aufwendig. Auf der Linksseite hier, auf der langen Seite sind es ungefähr 10, 11 und auf der kurzen Seite vielleicht 8. Also 18, 19. Jede einzelne Holzschindel muss nun auf den Dachlatten verlegt werden. Immer etwas ungleichmäßig, mal länger, mal kürzer. Also wenn man das in der Natur sieht, sind die vorne durch die Rege, die einen sind mehr abgenutzt, die anderen sind weniger abgenutzt. Und das versucht er nachzuahmen. Am einfachsten geht es mit altem Holz. Ich habe einen Freund, der Dachdecker ist, der sagt mir, wenn er Altmaterial hat. Die gespaltenen Schindeln werden alle noch einmal nachbearbeitet. Hier wird jede Schindel hier vorne wird mit der Zange gebrochen, damit kein so glatter Schnitt da ist. Allein dafür braucht man schon richtig gut Zeit. Die Schindeln werden versetzt und überlappend verlegt. Eine echte Geduldsprobe. Das ist eine Fleißarbeit, ja. Das ist also Sträflingsarbeit, sagt man. Später wird das Schindeldach noch künstlich altern und bekommt Patina. Jetzt kommen wir zu unserem berühmten Krippemädel. Ein Verputz bekommt die Krippe jetzt. Dazu verwenden wir es Sägespäne. Kreide wird 1:1 gemischt. Dazu kommt Leimwasser, bis ich einen schönen Brei habe. 1:5 mischen. Wenn es zu schwach ist, dauert es ewig, bis es trocken ist. Und wenn es zu stark ist, kann es passieren, dass es zu schnell trocknet und Risse kriegt. Das ist jetzt speziell ein Mörtel für Krippe. Er lässt sich gut bearbeiten. Das darf durchaus etwas unregelmäßiger sein. Dann sieht es hinterher, wenn es gefasst wird, farblich schöner aus.
Die gemörtelte Krippe muss nun gut durchtrocknen. Das dauert etwa 1,5 Tage. Nach dem Trocknen grundiert der Krippenbaumeister das Werkstück mit weißer Dispersionsfarbe. Die Farbe deckt gut und hält auf fast jedem Untergrund. Das ist nur eine Grundierung. Der endgültige Anstrich kommt ganz zum Schluss. So blütenweiß bleibt die Krippe jedenfalls nicht. So viel sei schon mal verraten. Das ist unsere Wundertüte, sag ich immer. Lutz Kuhl braucht nun wieder Holz für die Landschaftsgestaltung. Jetzt fangen wir an, einen Felsen zu modellieren. Und zwar soll der hier an die Wand. Das haben wir schon immer zugeschnitten. Mit Rindenstücken einer Silberpappel will der Krippenbauer Felsen imitieren. Später soll es so aussehen, als stünde die Krippe vor einer Felswand. Da muss man kreativ sein. Das ist also die Landschaftsgestaltung ist aufwendig. Von der Zeit her aufwendig. Es soll so natürlich wirken wie nur irgendwie möglich. Und das erreicht man am besten mit Naturmaterialien. Ne? Wenn man also Material verwendet, das man eben im Wald oder in der freien Natur findet. Kunststoff kommt aber auch zum Einsatz. So, zum Landschaftsbau oder zur Gestaltung der Landschaft verwende ich Verpackungsmaterial, Styropor. Das kostet nichts, ist in jedem größeren Päckchen, das man bekommt oder Paket. Das wird jetzt mit Weißleim verklebt, sodass ich noch die Möglichkeit habe, das zu verschieben. Das ist ihm wichtig, denn Lutz Kuhl ist ein Perfektionist. Wenn ich das jetzt so für mich mache und dann habe ich viel mehr Zeit, dann lege ich das hin, mache es wieder weg, lege was Neues hin, probiere was anderes aus. Dann dauert es schon mal Stunden, bis ich das Richtige gefunden habe. Mit Hilfe des Styropors sollen sanfte Übergänge im Gelände entstehen. Hier habe ich die Mauersteine vorbereitet. Steine lassen sich mit verschiedenen Techniken imitieren. Hier beim Boden, da haben wir das mit dem Bleistift reingeritzt. Hier oben am Schornstein auch mit dem Bleistift reingeritzt und dann mit dem Lötkolben nachgezogen. Und hier im Stall, da haben wir die Mauer gegossen und dann eingeklebt. Und hier vorne werden wir jetzt die Styroporsteine aufeinander setzen und kleben wie eine richtige Mauer. Die Steine werden, bevor sie aufgeklebt werden, werden die Kanten gebrochen. Dazu verwende ich ein Skalpell, das mir eine ganz liebe Krankenschwester geschenkt hat. Ich war natürlich überglücklich, weil sowas kann man nicht kaufen. So, dann setzen wir das so zusammen. So, dann kommt ein flacher Stein. Die kleinen Mauersteine hat Lutz Kuhl aus Hartschaum zurechtgeschnitten. Auch eine Fleißarbeit. Daraus wird, wie wir später noch sehen werden, eine Mauer in Granitoptik. Die miteinander verklebten Steine werden erst einmal vorbehandelt. Man kann durch dieses Gerät, das war mal ein Tapetenroller, die Steine sind Granitsteine, die mit Patix aufgeklebt werden. Mit diesem Roller kann man der Mauer eine Struktur verleihen. Der Krippenbauer nutzt einige selbstgebaute Gerätschaften, die ganz auf seine Bedürfnisse zugeschnitten sind. Jetzt wird es spannend. Josef hat seinen ersten Einsatz. Schauen wir mal, was der Josef meint. So, ab und zu stelle ich mal den Josef hin, um zu schauen, ob das Größenverhältnis passt. Weil der Josef ist im Krippenmaßstab das Maß aller Dinge.
Der Josef ist immer stehend und der gibt genau die Maße vor. Ja? Das passt wunderbar. So im Türrahmen steht oder wenn er das Fenster reinschaut. Das passt sehr schön. Das muss jetzt aber fürs Erste reichen. Jetzt kommen wir zu unserem berühmten Krippemädel. Lutz Kuhl beginnt, das Gelände zu mörteln. Mit Hilfe des Mörtels wird die Landschaft modelliert. Also um das Gelände zu mörteln, das brauche ich ungefähr 3 Stunden, 2-3 Stunden ungefähr. Der Krippenmörtel muss auch diesmal wieder sehr gut durchtrocknen. Erst dann kann das Gelände weiter bearbeitet werden. Warten wir also ab. In der Zwischenzeit hat Lutz Kuhl schon ein bisschen vorgearbeitet. Die Krippe muss schließlich fertig werden. Nach dem Mörteln habe ich die Krippe grundiert mit weißer Dispersionsfarbe. Die Mauern, die Gipsmauer innen mit Acrylfarbe grundiert. Und habe begonnen, hier oben die Scheune zuzumachen. Und jetzt machen wir das gleiche hier noch. Dann ist es bequemer. Hierzu habe ich Altholz verwendet. Überall, wo ich bin, versuche ich an solche Materialien ranzukommen. Sie sehen, das ist alles Natur pur. Hier brauchen wir nichts zu verändern, keine Farbe, gar nichts. Auch wie bei den anderen Teilen. Für den Krippenbau geeignetes altes Holz findet er oft bei seinen Urlauben in den Bergen. Draufkleben, fertig. Lutz Kuhl ist eigentlich immer auf der Suche. Auf der Suche nach Material. Krippenbauer ist man das ganze Jahr über. Ob Sommer oder Winter, spielt keine Rolle. Man ist immer am Sammeln und am Augen aufhalten, wo was zu finden ist. Das sieht super aus. Damit kommen wir zum Beizen vom Holz. Das heißt, die Schindeln werden auf alt gemacht. Ich verwende hierfür eine Wachsbeize. Dazu habe ich mir eine eigene Mischung angerührt. Steht drauf Mix alpenländlich. Mit der beginnen wir. Das Ganze muss ganz nass aufgetragen werden, sodass überall die Beize hinläuft. Immer ein bisschen unregelmäßig auftragen, das wissen wir ja inzwischen, damit die Schindeln wirken, als seien sie natürlich gealtert. Ja, von der Farbe her ist das Holz im Alpenraum schon etwas anders. Also es ist verwitterter. Bei uns ist ja alles gestrichen. Und in den alpenländischen Raum, da wird das nicht gestrichen, sondern das Holz bleibt natürlich. Und dadurch entsteht eine ganz besondere Farbe durch das Verwittern. Und das versuche ich hier mit der Beize nachzumachen. Bis der gewünschte Effekt erreicht ist, müssen allerdings noch 2 weitere Farbtöne auf die Schindeln aufgetragen werden. Erst dann ist der Meister zufrieden. Krippenhaus und Gelände bekommen nun den finalen Anstrich. Das ist meine Geländefarbe. Ich benutze Pulverfarben. Man sagt auch Pigment oder Erdfarben. Das sind Farben aus natürlichen Stoffen, nicht chemikalisch hergestellt. Dadurch ist auch die Leuchtkraft nicht so stark, was dem Ganzen einen sanfteren, schöneren Ton gibt. Damit machen wir jetzt die ganze Krippe
Als Bindemittel verwende ich Bier. Man kann auch Wein benutzen, man kann Leimwasser benutzen. Wenn ich Leimwasser benutze, dann kann ich die Farbe nicht mehr korrigieren. Dann ist die Farbe endgültig fest. Wenn ich Bier oder Wein benutze, und dann kann ich die Farbe immer wieder abwischen und nochmal korrigieren. Das Bindemittel schließt die Pigmente der Farbe ein und fixiert sie auf der Unterlage. Lutz Kuhl streicht den Krippenstall, das Haus und das Gelände mit seiner braunen Spezialfarbmischung. Die Krippe wird gefasst, sagt der Krippenbauer. Das heißt, Haus und Gelände werden mit Farben gestaltet. Jetzt kommt der Clou. So, jetzt müssen wir das erste Mal abwischen. Dazu haben wir frisches Wasser. Schwammfeucht ausdrücken. Man trägt die Farbe dick auf, damit sie in die Vertiefung geht. Und dann wischt man ganz leicht drüber. Alles, was jetzt oben ist, wird abgewaschen und was tiefer liegt, bleibt. Das sieht man jetzt schön, ne? Mit dieser Wischtechnik erzielt er schöne Tiefeneffekte und interessante Schattierungen. Jetzt beginnen wir der Krippe richtig Farbe zu geben. Wir machen an den Rändern grün. So, etwas grün und ein ganz wenig braun. Es geht an den Feinschliff. Lutz Kuhl probiert so lange, bis er genau den richtigen Farbton gemischt hat. Es soll so wirken, als habe sich an der Mauer Moos gebildet. Es soll ja der Natur oder der Wirklichkeit nahe kommen. Da, wo es feucht ist, ist ja immer etwas grün. Das ist jetzt Acrylfarbe, weiß. Das benutzen wir jetzt für die Mauer, für die Schattierungen. Die Granitmauer ist nun fertig. Etliche Ausstattungsdetails fehlen der Krippe aber noch. So, hier habe ich die Tür schon mal dran gemacht. Die ist das gleiche Prinzip wie bei dieser Tür mit dem Blechstreifen. Ein Scharnier gemacht und 2 Nägel hier rein, draufgeklebt, eingehängt. Fehlt noch eine Kleinigkeit. Genau, ein Heuboden ohne Heu, das kommt ja gar nicht in die Tüte. Dafür ist unser Krippenbaumeister viel zu detailverliebt. Dann kommen wir zur Krippenbotanik. So heißt das in Fachkreisen. Das ist Moos, das man so ab 1000 Meter auf den Tannenbäumen findet. Baummoos. Das stammt aus dem Schwarzwald, aus dem Feldberg. Ich suche eigentlich nichts, sondern ich hoffe, was zu finden. Da verdicke ich mal den Bruch. Oh, da kommt man schon hin. Das ist sehr gut. Auch der Krippenstall wird liebevoll ausgestattet. Maria und Josef wird's freuen. Das ist echtes Heu, es riecht hervorragend. Natürlich war das nicht so klein. Das musste ich erstmal so klein mahlen. Und dazu benutze ich Omas alte Kaffeemühle. Die dürfte so 40
50 Jahre alt sein. Stammte noch von meiner Oma. Funktioniert super. Jetzt kommen wir zum Baum. Ja, passt. Moment. Der wird geklebt und verschraubt. Weil man da ganz gerne mal dran kommt. Lutz Kuhl denkt einfach an alles. Aber was ist das eigentlich für ein Baum? Ja, ein Bonsai. Ein toter Bonsai. Ich habe einen Bonsai-Händler. Den rufe ich an und dann schickt er mir eine Kiste voll zu. Es geht doch nichts über gute Kontakte. So, jetzt kommt noch die Regenrinne. Die wird gleich noch gebeizt. Eigentlich, sagt Lutz Kuhl, ist man nie so ganz fertig. Es gibt immer noch Möglichkeiten, die Krippe weiter auszugestalten. Das gleiche auf der anderen Seite. Aber jetzt ist der letzte Pinselstrich getan. Ein Detail fehlt dem Krippenbauer aber noch. Wir machen hier noch einen Zaun hin. Den habe ich jetzt mal so hingestellt, der muss noch angeklebt werden. Der wird hergestellt aus Resten von Schilf, die ich zuschneide. Dann wird dieser Draht, sieht aus wie ein Seil und wird in der Gärtnerei verwendet, um Blumen zu binden. Ja, das wird dann hier drum geflochten, immer eins hinter dem anderen. Ist eine Geduldsarbeit. Und Geduld hat er ja, der Krippenbaumeister. Das haben wir erlebt. Und er bleibt hochkonzentriert bis zum allerletzten Arbeitsschritt. Der Zaun hält, endlich kann Lutz Kuhl entspannen. So, wir sind jetzt so gut wie fertig. Da fehlt noch die Bank. Und der Opa, das bin in dem Fall ich, der jetzt die Krippe hier genau beurteilt. Und, was sagt er? Super, super. Das ist nach jeder Krippe, wenn ich fertig bin, dann mache ich mir eine schöne Weinscholle und setze mich davor und betrachte mein Werk. Und ich kann mich auch von sowas nicht trennen auf die Schnelle. Wenn ich so eine Krippe gebaut habe, in dieser Größenordnung und mit diesem Zeitaufwand, dann gebe ich sowas auch so schnell nicht her. Erst wenn dann das Regal wieder so voll ist, damit nichts mehr hinpasst, dann muss ich mich ab und zu mal von einer trennen. Das ist eben wahre Leidenschaft für den Krippenbau. Da steht sie nun, die alpenländische Weihnachtskrippe, wie aus dem Bilderbuch. Handgefertigt in mehr als 60 Arbeitsstunden. Für 500 € ist sie zu haben. Liebevoll ausgestattet und durchdacht bis ins letzte Detail.